Hallo Rüdiger, schön dich zu sehen und danke, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Du bist Diplom-Geophysiker. Erzähl uns bitte, in welchem Bereich genau arbeitest du? Ja, ich bin Geophysiker, bin bei der Seismik, bei der Abteilung Seismik tätig und bin auf der Suche im Prinzip nach Bodenschätzen und Rohstoffen mit zerstörungsfreien Methoden letztendlich, mit der Seismik. Okay, kannst du das vielleicht ein bisschen genauer erklären, so vielleicht mit einem Beispielprojekt? Ja, wir suchen nach Bodenschätzen von der Erdoberfläche aus, indem wir halt an der Erdoberfläche seismische Wellen anregen mit Vibratoren oder Rüttelmaschinen. Diese Energie breitet sich dann im Untergrund aus, wird auf der anderen Seite von Geophonen aufgenommen und aus diesem Reflexionsbild des Untergrundes können wir dann die Struktur des Untergrundes ableiten und bieten somit wertvolle Hinweise darauf, wo ein Bodenschatz eventuell sein könnte und wie er abgebaut werden kann. Danke. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ziemlich kompliziert ist, so eine seismische Untersuchung zu organisieren, zu planen, zu koordinieren. Vor allem, wenn man nicht vor Ort ist und wenn man die Region vielleicht nicht kennt. Was sind denn dabei die Herausforderungen? Ja, die Region muss man kennenlernen, das ist ganz, ganz wichtig. Wir besuchen auch jedes Messgebiet im Vorfeld. Und dann kommen natürlich schon die ersten Probleme. Ja, wie komme ich in dieses Messgebiet? Was muss ich da berücksichtigen, wenn wir zum Beispiel eine Messung planen oder anbieten im Kongo, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben? Ja, was muss ich da tun, damit ich sicher und gesund reisen kann? Also ich brauche Impfungen, ich brauche diese ganze Vorsorge, Malaria-Vorsorge etc. Da werde ich natürlich vom TÜV Nord gut unterstützt. Ich muss mir aber auch Gedanken machen, wie kriege ich das Material rein? Sprich die Geophone, die Vibratoren, wie kommt das dahin? Kann ich das per Flugzeug dahin bringen oder muss ich es per Schiff bringen? Welche Häfen kann ich ansteuern? Und dann, wenn es dann da ist, wie kriege ich es durch den Zoll? Also welche Import- und Exportbeschränkungen habe ich? Also es ist schon ziemlich komplex. Es ist schon sehr komplex und die eigentliche Seismik dann, die ist relativ, ja, aber wenn ich dann mein Personal schicken kann, was die Seismik abarbeitet, dann haben wir den Großteil des Projektes eigentlich schon abgearbeitet, weil dann erfolgt die Routine. Okay, und du bist aber als stellvertretender Leiter der Explorationsseismik zum Teil für diese Projekte verantwortlich. Wie gehst du dann mit dieser Verantwortung um? Vor allem, wenn alles nicht glatt läuft. Ja, sagen wir mal so, in die Verantwortung, da wächst man ja rein. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren bei DMT im Geschäft und bin mit ganz kleinen Projekten angefangen, habe hier kleine Baugrunderkundungen im Raum Essen gemacht, habe so ein bisschen unter die A40 mal geguckt und jetzt mittlerweile bin ich verantwortlich für die gesamte Seismik in Europa oder weltweit und versuche letztendlich da, wenn dann die Probleme auftreten, die zu lösen. Aber da hat man seine Erfahrungen im Laufe der Jahre gesammelt, sodass man das relativ gut in den Griff kriegt. Und man muss halt eben immer das Gespräch sowohl mit den Mitarbeitern als auch mit dem Kunden suchen. Probleme lösen sich nicht von allein, Probleme lösen sich nur im Team. Und Seismik ist Teamwork. Ich kann es nicht alleine machen, ich brauche mein Team, ich brauche meine Mitarbeiter, ich brauche aber auch den Kunden, der mitarbeitet. Ja, du sprichst da gerade vom Team. Wie hat sich die Zusammenarbeit im Konzern über die ganzen Jahre verändert? Ja, das Team ist viel größer geworden. Die Seismikabteilung ist vielleicht kleiner geworden, aber das Team an sich ist viel größer geworden, weil wir haben ja dadurch, dass wir jetzt zum TÜV Nord-Konzern gehören, schon seit langem, haben wir natürlich viele, viele Bereiche hinzugewonnen, die uns unterstützen, die auch an unserer Leistung interessiert sind. Aber auch die DMT hat ja viele Töchter zugekauft, sodass wir im Prinzip mit den Kollegen in Kanada zusammenarbeiten, mit den Kollegen in Indien, mit den Kollegen in England, ja, aber auch mit dem TÜV Nord, wenn es um Fragestellungen geht. Was sind denn hier Standorte? Wie können wir Standorte bewerten von möglichen Anlagen und Industriegebieten? Das ist total spannend, weil wir kriegen natürlich durch den Zukauf oder durch die Zugehörigkeit in den großen TÜV Nord-Konzern viel mehr Möglichkeiten und können auch eine viel größere Palette an Dienstleistungen an unsere Kunden verkaufen. Du hast am Anfang erzählt, dass ihr mit der Explorationsseismik auf der Suche nach Rohstoffen seid. Inwieweit spielt die Energiewende denn für deine Arbeit eine Rolle? Ja, warmes Wasser ist ja auch ein Rohstoff, den wir suchen. Und Energiewende ist jetzt in aller Munde. Jede Gemeinde möchte ein Heizkraftwerk, vielleicht sogar ein elektrisches Kraftwerk dort stehen haben.
Und wenn sich die Entwicklung so weiter fortsetzt, wie es angekündigt ist, dann haben wir sehr viel zu tun, um letztendlich die Gemeinden alle zu bedienen. Schön, das sind aber große Zukunftspläne. Könnt ihr denn schon solche Projekte stemmen? Seid ihr dafür aufgestellt? Ja, natürlich sind wir dafür aufgestellt. Wir stemmen sie ja zurzeit, aber wenn wir die Zukunft sehen, brauchen wir natürlich immer neue Mitarbeiter, die uns da unterstützen, die mit uns gehen wollen, diesen Weg, die die Technologien beherrschen, aber auch die Herausforderungen suchen, das zu machen. Und wenn die Energiewende so kommt, wie wir uns das wünschen, dann wird ja bald jede Gemeinde ein Heizkraftwerk haben wollen, was mit Geothermie betrieben wird. Und da brauchen wir einfach Personal, was uns da in ganz Deutschland, aber auch ganz Europa begleitet. Ja, dann hoffe ich, dass dein Team bald wächst. Vielen Dank für deine Zeit und für den spannenden Einblick. Bitte gerne.